Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal gibt's einen außergewöhnlichen Kuchen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde und wir machen heute einen Fressdicht-Dummkuchen. Der ist sowas von lecker. Passt auf, Leute, ihr werdet mir zustimmen zum Schluss. Ganz sicher. Und als leichte Übung starten wir mit dem Backblech und das fetten wir ein. Und gleich danach stellen wir einen Mürbeteig her und dafür geben wir Butter in eine Schüssel und rühren die Butter richtig cremig durch. Und gleich danach kommt dann der Zucker in die Schüssel und wir rühren weiter kräftig durch. Weitere Zutaten folgen wie Salz oder das Ei, Mehl und das Backpulver. Einfach nur die Zutaten, die wir für einen Mürbeteig brauchen. Ja, und dann die Mehl-Backpulvermischung. Die siebe ich dann noch in die Schüssel hinein. Ja, um möglichst alle Klumpen zu vermeiden. Ja, und dann nochmal den Mürbeteig so richtig schön lange durchrühren. Dann einfach zu einem kompakten Teig zusammenkneten und dann in Folie einwickeln und in den Kühlschrank legen. Für circa eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger. Ja, da warten wir einfach die Zeit ab, dann holen wir ihn wieder raus aus dem Kühlschrank und dann, ja, dann können wir wieder loslegen. Vorher puddern wir aber noch die Oberfläche ein mit viel Mehl, bevor wir dann den Teig auf die richtige Größe ausrollen, damit er schön in die Backform reinpasst. Und wunderschön, wie er mir dieses Mal nicht zwischen den Fingern zerbröselt, der Teig. Es muss klar sein, wir machen keinen Rand, sprich, der Teig kommt nur auf den Boden. Und da drücken wir ihn auch richtig gut hin. Ab damit in den Ofen. Da bleibt er 15 Minuten lang drin. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, und damit der Teig nachher keine Blasen wirft, da stechen wir mit der Gabel noch ein paar Mal in den Teig hinein. Parallel kümmern wir uns schon um den Pudding. Da geben wir etwas von der Milch in eine Schüssel, nachher um das Puddingpulver anzurühren. Und den Rest geben wir dann in einen Kochtopf und lassen dort die Milch aufkochen. Also den Zucker können wir schon mal in die aufkochende Milch hineingeben. Und etwas Stärke in die Milch hineinrühren, wo nachher das Puddingpulver hineinkommt. Ja, warum das? Also wir benötigen nachher einen richtig festen Pudding. Ja, genau. Und als weiteren Zucker nehmen wir noch Bourbon Vanillezucker. Mittlerweile haben wir auch das Puddingpulver hineingerührt in die kleine Schüssel und geben die jetzt gut durchgerührt natürlich, jetzt in die kochende Milch hinein. Ja, und schon wird das Ganze zähflüssig. Um ein bisschen den Geschmack noch zu verbessern, geben wir noch ein bisschen Butter hinzu. Im noch flüssigen Zustand geben wir dann den Pudding über den Mürbeteig und verteilen den schön gleichmäßig. Und schon wird mir der Teigschaber aus der Hand gerissen, denn so lecker schmeckt der. Ja, und dann geht es auch schon weiter und dann geht es an die kandierten Walnüsse. Die stellen wir jetzt her. Dazu geben wir dann die Butter in eine Pfanne und geben auch gleich den Zucker hinzu. So, und während jetzt der Zucker schmilzt bzw. karamellisiert so langsam, brechen wir jetzt die Walnüsse auseinander, weil die sind noch zu groß und geben sie dann mit in die Pfanne. Und das ist gut, wenn ich natürlich da noch eine helfende Hand habe. Ja, durch das Erhitzen auf halber Kraft
kandieren dann die Walnüsse so langsam, bis sie dann fertig sind. Ja, sobald sie dann fertig sind, geben wir sie dann über den Pudding und verteilen sie dann schön gleichmäßig. Ja, und das muss aber dann schnell gehen, weil der Zucker, der wird ja hart, der kühlt ja ab. Ja, und jetzt sind wir auch fast gleich fertig. Jetzt braucht es noch die Schokolade drüber und die geben wir in eine Schüssel und die erhitzen wir. Natürlich, klar, über ein Wasserbad. Auch braucht es noch ein bisschen Butter dazu. Die gebe ich einfach mit in die Schokolade hinein und lasse mit einschmelzen. Und wichtig ist, dass wir dann eine Temperatur von ca. 60 Grad erreichen. Da wird dann die Schokolade richtig schön dünnflüssig. Gut, wenn die Schokolade jetzt über dem Kuchen dann geträufelt wurde, dann können wir den Kuchen natürlich dann auch anschneiden und dann auch probieren. Und ehrlich, der Kuchen ist sagenhaft lecker. Aber komischerweise, von dem kann ich nicht richtig viel essen, weil der stopft richtig heftig. Aber probiert es einfach mal selber aus. Aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.